Heute zeige ich euch was Cooles, und zwar diese Möbelbauschrauben kennt ihr aus dem Ikea, aus alle Möbelbaufirmen benutzen die teilweise an ihren Möbeln. Und da ja viele selber Möbel bauen, dachte ich mir, weil mich einer drauf angesprochen hat, hey, kennst du diese Schrauben? Was heißt, dachte ich mir? Ein Zuschauer hat sich gedacht, komm, ich schreibe mal einen Daniel an. Ich weiß jetzt nicht mehr deinen Namen, ich müsste die E-Mail raussuchen. Oder Instagram, ich weiß nicht mehr, wo es war. Auf jeden Fall hat er gefragt, ob ich da nicht eine Vorrichtung bauen kann, wie bei der Duodübler-Schablone, wo man doppelt Dübel setzt, in Stirnseite und seitlich von den Brettern, die ihr braucht zum Möbelbauen. Damit hat er diese Vorrichtung gemeint. Ich kann hier seitlich ins Holz und Stirnseite und auf der anderen Seite seitlich exakt Dübel bohren. Das passt dann später alles zusammen. Ich verlinke euch mal das Video. Aber jetzt geht es um diese Schrauben. Dieses Mal werde ich keine Messinghülsen einbauen, weil ich glaube nicht, jemand, der sich so eine Vorrichtung baut jeden Tag die ganze Woche durch diese Schrauben irgendwo ein. Das ist ein Helfer für eine Werkstatt, nicht für eine Schreinerei. Beachten bitte. Deswegen nehmen wir 18er Material, Multiplex natürlich, und bauen das hier jetzt mal zusammen. Ich muss das allerdings wahrscheinlich so bauen, dass ich das oben hätte hinmachen können und unten, heißt es werden alle Löcher wahrscheinlich doppelt gebaut, dass man einen oberen und einen unteren Anschlag hat, sonst wäre das ja nur ein dünner Streifen, damit alles gleich ist, also doppelt bohren. Jetzt muss ich mir nur noch Gedanken machen, wie ich das baue. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Aber in der Zwischenzeit könnt ihr mich gerne abonnieren, während ich mir Gedanken mache. Jetzt habe ich es. Wir brauchen definitiv zwei Elemente, weil wir haben ja manchmal rechte Möbelseite, linke Möbelseite, oben, unten, hin und her. Wenn ich das in einem baue, komme ich später, wenn wir jetzt sagen, wir haben hier ein sehr langes Brett, komme ich ja in der Mitte nicht mehr rein. Irgendwie. Also so hat es mal mein Gehirn gesponnen. Und da haben wir jetzt zwei Teile geschnitten, die sind 17,5 und also ich habe es halbiert. Jetzt gehen wir hier auf 5. Machen hier erstmal einen Strich dran. Und dann gehen wir 1,5 Zentimeter runter. Wenn ihr natürlich dünnere Leisten habt, wo ihr da verschrauben müsst ihr natürlich runtergehen. Die haben 10. Ist halt, je nachdem wie man es braucht. Ich baue es jetzt so. Wobei ich sagen muss, bei dünnen Leisten, weil dieser Bolzen, der wird ja nachher hier rangezogen an die Schraube. Und wenn ihr zu viel zieht oder zu viel Druck aufbringt, kann euch die Leiste einfach zerplatzen in dem Bereich. Weil da wird ja Kraft aufgetragen und durch die Rundung spreizt das Material. Also dünne Leisten würde ich nicht machen. So 4 cm geht, denke ich mal. Aber wenn ihr da jetzt 1,5 cm Leisten mit dem machen wollt, sehe ich das kritisch. Aber ja, jetzt bohren wir hier 2 Löcher rein und zwar mit 11,5. Und die bohren wir komplett durch. Denn das ist später für der 11,5er Bohrer, 10,5er Bohrer unser Führungsloch. Löcher sind drin. Jetzt brauche ich den Abstand zwischen diesen 2 Löchern, die Achse. Ich habe genau exakt 7,2. Da schneiden wir jetzt einen Streifen 15 mm stark. Das kommt hier oben drauf. Warum, seht ihr gleich. Jetzt nehmen wir das und richten das aus. Und zwar genau auf die Striche, die wir hier haben. Und dann spannen wir das fest. Und dann schrauben wir es fest mit 2 Schrauben, gehen aber ein bisschen weiter nach innen, weil hier ist ja das Loch axial unten drunter. Jetzt ist es ja so, wir haben unterschiedlich lange Schrauben. Damit wir die alle bedienen können, habe ich kein
Endanschlag, sondern einen freien Anschlag. Heißt, wenn wir hier jetzt die 15 mm haben und eine lange Schraube haben, wenn das hier 15 hat, es gibt ja auch stärkeres Material, wo ihr stirnseitig dran machen wollt. Wir gehen jetzt mal von 15 aus, dann haben wir ja diesen Bolzen hier am Ende. Und machen dann hier einen Strich zum Beispiel hin, so dass das passt. Und jetzt nehme ich meinen Anschlag, ich habe jetzt den Strich falsch gemacht, nehmen wir den da. Der Anschlag zeigt mir jetzt Mitte Loch, da fahre ich jetzt an den Strich hin, spann das fest und habe jetzt gerade eben feststellen müssen, dass 10,5 ja nicht mehr hier reinpasst. Heißt, ich habe gerade die Schnauze voll, ich bestelle jetzt was und die verlinke ich euch unten. Das sind nämlich die ENT Duradrill Bohrer, die ab 10,5 einen Schaft mit 10 mm haben. Weil ich tue jetzt nicht meinen Akkuschrauber weg und ja, also die anderen nehme ich für die Standbohrmaschine und die hier nehme ich dann für die Akkuschrauber. Nehme mal die Bohrmaschine. Jetzt kommen wir zur Bohrung an der Stirnseite und da machen wir auch etwas Klobiges, was nachher größer ist, wo wir auch hinmachen können und festspannen. Und hier müssen wir jetzt bei 7,5 mittig eine Bohrung setzen und zwar 1,5 Zentimeter tiefer. Wenn die 1,5, ja, die hat 1,5. Das machen wir jetzt schnell. Anzeichnen, Loch bohren in 6,5. Und da nehme ich meinen Mini-Anschlagwinkel, der geht bis 49 mm. Einmal, bin ich jetzt richtig? Ja, 1,5. Könnte schöner sein beim ersten Versuch. Und von hier haben wir 7,5 circa. So, 5, 6, 7. Die Löcher haben wir gebohrt. Jetzt kommt das ja eigentlich so dran. Aber wir wollen ja hier wieder das hier als Linienanschlag nehmen. Heißt, wir tun das hier wieder um 3 cm kürzen, weil ich habe zwischen Achse hier und Achse hier 7 cm. Heißt, kürzen, axial oder der Achse nach draufschrauben und dann ist das Teil auch fertig. Und dass bei diesen kleinen Teilen meine Finger verschont bleiben, habe ich mir mal diese Vorrichtung für die Kappsäge gebaut. Ich verlinke euch das Video. Drehen das um, legen das hin. Dann können wir hier sauber, sicher anlegen. Und einmal schneiden. Und jetzt sagen wir mal, also die Dinger sind jetzt fertig, Schrauben sind drin. Und ich möchte jetzt, das ist jetzt zum Beispiel ein Tischbein und ich will hier dieses Seitenelement in einer Höhe haben, wo kein Schwein hinkommt. Heißt, da wo wir es hinhaben wollen, machen wir natürlich erstmal rechts und links einen Strich. Heißt, wir haben die hier und gehen jetzt 15 mm nach innen. Dann nehme ich diese Schablone, lege die hier an diesen Strich an, festspannen. Dann nehmen wir das Brett, wo auch die Löcher rein müssen, nehmen unsere Schablone und legen die hier bündig an und bohren hier rein. Wenn wir jetzt richtig gearbeitet haben, müsste ich rein theoretisch, wenn ich 2 Schrauben nehme, die hier durchmache, dann auch hier in dieses Brett reinkommen.
Das passt schon mal. Dann spannen wir die Schablone dran wieder genau auf den Strich. Bohren hier einmal das 10,5er Loch rein. Und jetzt habe ich einen Fehler gemerkt. Geht hier bitte nicht auf 7, denn also bei 15er Material ist es echt kritisch, weil diese Bolzen gehen nicht so weit rein. Heißt, mit 20er Material habt ihr da kein Problem. Aber je tiefer ich bohre, dann komme ich auf der anderen Seite raus bei der Trägerplatte. Deswegen geht hier von oben runter auf 9 mm, nicht 7. Einfach auf 9 mm hoch, dann kommt ihr da zusammen, weil wenn ihr das so baut, wie ich es jetzt gebaut habe, dann ist euer Problem, dass dieses Loch zu weit da drüben sitzt. Und wenn ihr dann auf der Nicht-Sichtseite das rein macht, kommt ihr mit diesem Loch, also mit der Öffnung, kommt ihr nicht so tief rein, dass die Schraube greift. Die stößt dann nicht genau auf das Loch drauf. Also lieber diese 2 Löcher 2 mm rein, weil sonst müsst ihr das wie ich jetzt von der anderen Seite machen. Da rein. Also von der Sichtseite bohren. Aber ich zeige es euch nur, ich habe euch der Fehler genannt. Also machen wir jetzt halt von der Vorderseite. So, jetzt bauen wir es zusammen. Sollte eigentlich dann passen. Hoffe ich mal. Und wie ihr seht, das Ding hebt, also normal Möbelbauschrauben. Ich empfehle es jetzt nicht unbedingt für 15 mm, wenn dann für 18 mm oder mehr. 15er geht auch, aber da ist mit Abrunden von Kanten nichts mehr. Also da müsstet ihr die Schraubenköpfe ziemlich arg vertiefen, dann sieht es auch nicht mehr schön aus. Aber jetzt wisst ihr, wie es geht für stärkere Materialien. Ihr seht 2, 4 Hölzchen, 4 Schrauben. Passt. Somit könnt ihr euch 3, 4, 5 Möbel bauen und dann werden die Löcher wahrscheinlich ausgeleiert sein, wenn man nicht gut bohren kann. Aber wen juckt's? Man braucht es ja nicht jeden Tag. Und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei dem, was ihr macht. Wir sehen uns im nächsten Video und am Dienstag kommt die Werkstattschau. Werkzeug vom Video verlinke ich euch unten. Abonnieren nicht vergessen, ganz wichtig, liken. Liken ist das A und O. Und ja, abonnieren. Also, bis dann und ciao.